Ich habe diesmal keine Inspiration, keine Idee, außer ich bin gerade so geladen, dass ich das alles, was gerade in mir brodelt, rauslassen möchte. Ich habe schon eine Tapete vorbereitet, das kann also direkt losgehen. Und ich bin echt jetzt so weit, dass ich will, ich will und ich mache. Ich bin Elena Böchel, das ist dein Kanal für mehr Inspiration, für intuitives Malen und für die Transformationen, die durch dieses intuitives Malen geschehen können. Ich werde jetzt meine schlechte Energie transformieren und gucken, was daraus entstehen wird. Begleite mich. Ich habe mir dieses Papier genommen und eigentlich wollte ich mit Collage anfangen, aber das war mir nicht kräftig genug zu kleben und deswegen habe ich mich für Kreiden entschieden, um mich abzureagieren. Und Achtung, damit das noch kräftiger aus mir herausfließen kann, arbeite ich gleichzeitig mit beiden Händen. In jeder Hand habe ich ein Stück Kreide. Wow, das tut echt gut. Das sind Papiertücher und darauf ist Aquarelltinte aufgetragen. Das war ursprünglich eigentlich für etwas anders gedacht, aber ich nutze dieses Papier jetzt auch für meine Collage. Und nun habe ich mich genug abreagiert, mir geht es jetzt besser. Und weiter geht es mit dem Ausarbeiten, um zu gucken, was sich alles in diesem Bild verbirgt und was sich herausholen lässt. Solange du mir zuschaust, möchte ich mit dir ein paar Gedanken teilen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Manchmal fühlen wir uns nach bestimmten Ereignissen geladen, so wie das bei mir der Fall zum Beispiel ist. Oder wir wachen morgens auf und irgendetwas stimmt einfach nicht. Da ist eine Schwere im Körper, eine Unruhe im Herzen, diese gereizte Stimmung, die wir nicht wirklich benennen können. Es ist unangenehm, wir wollen sie nicht fühlen und trotzdem ist sie da. Und oft passiert genau dann etwas, das wir gar nicht wollen. Wir tragen diese Energie nach außen, an Menschen, die wir lieben, an die Kolleginnen und Kollegen und an uns selbst. Nicht, weil wir böse sind, sondern weil wir in solchen Momenten keinen anderen Weg kennen. Aber wir können einen anderen Weg wählen.
Wir können wahrnehmen, bevor wir reagieren. Wir können fühlen, bevor wir verletzen. Und wir können diese Energie verwandeln. Für mich geschieht das durch intuitives Malen. Wenn ich male, unterdrücke ich nichts. Ich verwandle. Amy Winehouse sagte einmal, ich bin krank im Kopf. Ich muss das aufschreiben und singen, so wird etwas Schlechtes zu etwas Gutem. Und genau das berührt mich so tief. Es mag sein, dass ich dieses Zitat bereits in irgendeinem älteren Video erwähnt habe. Ich denke immer wieder daran und heute ist auch so ein Tag, wo ich mich daran erinnert habe. Denn genau so ist es für mich. Ich male das heraus, was mich bewegt. Alles, was schwer ist. Alles, was weh tut. Alles, was sich in mir staut. Jeder Pinselstrich ist ein Atemzug. Jede Farbe ein Gefühl, das endlich Licht sieht. Beim Malen verarbeite ich nicht nur meine Emotionen, ich befreie mich von ihnen. Was dunkel war, wird heller. Was chaotisch war, bekommt Form. Was mich belastet hat, verwandelt sich in etwas Einzigartiges. Es muss nicht schön sein, aber es ist echt und das ist immer kraftvoll. Intuitives Malen ist weit mehr als ein Kunstprojekt. Es ist ein Weg zurück zu dir. Ein Raum, in dem du alles fühlen darfst, ohne es auf andere zu projizieren. Ein Moment, in dem du dich selbst wieder spürst. Manchmal entsteht daraus ein Bild, das wir mit der Welt teilen wollen. Manchmal bleibt es nur für uns. Beides ist richtig. Doch eins passiert immer. Wir können wieder zu uns. Wir finden Frieden. Und wir entdecken, wie viel Licht in uns steckt. Gerade an den Tagen, an denen wir es nicht sehen können. Das war meine Collage, das hat nicht funktioniert, dieses Papier, war so ein Transparentpapier. Das hat überhaupt nicht gehaftet auf meiner Tapete und ich habe dann das fast an allen Stellen wieder entfernt und weggeworfen. Ihr Lieben, ich bin fertig. Das ist das Bild. Ich habe da ein kleines Geheimnis eingebaut und möchte euch fragen, ob ihr dieses Geheimnis da drin gefunden habt. Das ist quasi die Lösung von dem ganzen Chaos. Die ist sehr klein und irgendwo da verborgen. Schreibt mir gerne, was
hat das Bild in euch ausgelöst? Welche Gedanken, welche Gefühle habt ihr wahrgenommen? Ich bin sehr berührt immer wieder durch eure Kommentare, auch durch eure Geschichten, die ihr manchmal teilt. Das ist für mich sehr auch wegweisend und auch bestätigend, dass diese Arbeit, die ich hier mache, dass sie sehr wichtig ist für euch. Deswegen freue ich mich unglaublich und immer wieder auf eure Kommentare, beantworte auch alles, nehme mir Zeit dafür, weil ich jeden von euch ja, für wichtig halte. Deine Gedanken sind wichtig, all das, was du hier teilst. Also danke, dass du hier bist. Ich möchte noch auf eine Sache euch aufmerksam machen. Ich habe jetzt die Termine für nächstes Jahr festgelegt, was mein Mentoring-Programm betrifft. Es wird 2 Durchläufe geben im Winter und im Sommer, jeweils 8 Wochen lang werden wir uns im Zoom-Raum treffen, jeden Sonntag und an unserem inneren Kind arbeiten. Es ist eine sehr intensive Zeit, alles was wir tun werden, welche Themen wir behandeln werden, ist in meiner Landingpage dazu beschrieben. Den Link dazu werde ich dir in die Beschreibung dieses Videos reinsetzen. Und wenn du dann trotzdem noch offene Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren oder dir einen Termin reservieren in meinem Kalender. Den Link zu dem Kalender werde ich dir auch in die Beschreibung des Videos setzen. Dann hättest du die Möglichkeit, mit mir persönlich zu sprechen, 1,5 Stunde lang. Das ist kostenfrei für dich. Und wenn du alles geklärt hast, dann werde ich mich freuen, dich persönlich kennenzulernen und mit dir zusammenzuarbeiten und dich auf deinem Entwicklungsweg ein Stück zu begleiten. Das war's schon für dieses Mal. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, eine kreative Woche und verabschiede mich an dieser Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du hier bist.